Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich darf euch heute Karl Philipp vorstellen, der uns mitnehmen wird ins Model-Driven Development. Wir hatten dazu schon mal ein bisschen was gehört. Da war ich allerdings sehr abstrakt und ich konnte euch nicht natürlich die Details zeigen, weil Model-Driven Development immer sehr speziell ist. Aber ich habe jemanden dabei, der sich da eben auskennt. Und ja, erstmal an dich die Frage, was genau machst du? Warum machst du das, was du tust? Okay, also erstmal, ähm, ich rede jetzt mal in der Wir-Form, weil ich habe im Prinzip vor 10 Jahren ein Unternehmen gegründet und bin damit quasi faktisch in der Mehrzahl. Ähm, Wir bauen im Prinzip Software mit einem modellgetriebenen Entwicklungsansatz und das ist mitunter recht große und komplexe Software, die wir aber innerhalb sehr kurzer Zeit auch auf die Beine gestellt bekommen. Gerade aufgrund dieses modellgetriebenen Ansatzes und wo ich noch studiert habe damals, vor über 10 Jahren, war im Prinzip State-of-the-Art Frameworks. Das heißt, man hat gesagt, hier programmier doch nicht normal, schnapp dir ein Framework, da geht die Entwicklung zigmal schneller. Und Mhm. mit dem Model-Driven Development ist es jetzt genauso. Programmier doch nicht mit einem Framework, schnapp dir Model-Driven Development, dann geht das Ganze 10-mal schneller von der Hand. Mhm. Das heißt, bei Model-Driven Development handelt es sich quasi um Code-Generatoren, die den Code für ein Framework produzieren. Mhm. Und zwar nicht so, dass man mit einem Scaffolding arbeitet, also sich quasi Code einmal generieren lässt und den dann umbaut, sondern dass man sich überlegt, in welche Datenstruktur kann ich eigentlich meine Anwendung beschreiben. Also zum Mhm. Beispiel, wenn man für eine Telefonanlage ein Ablaufprotokoll entwickeln will, dann kann man so schöne Kästchen mit Pfeilen dazwischen aufzeichnen, wer wann wie wohin geleitet werden soll. Und anschließend kann man sich einen Editor Ja. bauen, mit dem man dieses Kästchenschema zusammenklicken kann. Und dieses Kästchenschema lässt sich als irgendein Format abspeichern, entweder als eine relationale Datenbank oder als ein XML oder ein JSON-Dokument. Mhm. Und ein Codegenerator kann dann quasi dort drüber laufen und am Ende den Code generieren, der dann das Asterisk so programmiert, dass die Telefonanlage sich tatsächlich so verhält. Und das, was halt im Kleinen für Telefonanlagen geht, geht halt auch im Großen für ERP-Systeme. Also im Grunde genommen ist das ein What you see is what you get, wie man es bei Webseiten Frontends kennt, nur für alles. Ja, nein, nicht für alles. Also es ist tatsächlich, da gab es ja auch beim vorherigen Video einige Kommentare drunter, die gesagt haben, ja, aber alles kann man dann bestimmt nicht bauen. Ja, Model-Driven Development spezialisiert sich immer auf eine Klasse von Anwendungen. Das Okay. heißt, wenn wir jetzt auf ERPs gehen, dann können wir damit nur halt ERP-ähnliche Softwaren bis hin zu Online-Portalen und Webportalen und B2B-Online-Shops und allem möglichen. Aber wir Mhm. könnten jetzt zum Beispiel nicht für Embedded Systems eine Anlagensteuerung bauen. Dafür haben wir Ja. aber wiederum ein anderes Backend in unserem, also ein anderes Backend in unserem Model-Driven Dings, also ein anderes Modell. Und mit dem Mhm. lassen sich dann wieder mit dem Raspberry Pi Automatisierungspipelines bauen. Das heißt, wir haben zum Okay. Beispiel auf der Messe einen Bierautomaten ausgestellt, den haben wir aus Lego gebaut und mit Okay. einem Raspberry Pi die Lego-Motoren angesteuert. Ja. Und die Software, die im Prinzip kontrolliert, bei welchem Sensor soll welches State Machine Zustand ausgelöst werden, den haben wir wieder komplett in einem Modell programmiert. Okay. Einfach mit einem anderen Backend. Also wir haben dann quasi einfach ein anderes Modell, eine andere Beschreibungssprache benutzt. Das heißt, okay, das heißt, wir haben quasi für alle möglichen Anwendungsfälle haben wir jeweils andere Modelle sozusagen Genau, und dementsprechend andere Programmiersprachen, genau. auf denen wir dann arbeiten, Genau. Ein mit denen Modell wir muss man alles sich beschreiben können. vorstellen, wirklich fast wie ein Datenschema. Okay. Ähm, Zum Beispiel unser ERP-Entwicklungsmodell kann halt beschreiben, welche Tabellen es gibt und welche Spalten die Tabellen haben. Und damit kann ich schon mal jede CRUD-Anwendung bauen. Okay, das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man das so flexibel dann auch bauen kann. Genau. Und dann gibt es halt noch so umschreibende Sachen. Also zum Beispiel, also im UML kann man ja wirklich nur Tabellen und Spalten darstellen. Das reicht aber Mhm. für eine vollständige Modellierung einer Software bei weitem nicht aus.
Das heißt, wir haben dann noch um die 50 extra Eigenschaften, die man einer Spalte wahlweise Okay. zuweisen kann. Zum Beispiel, Ja. dass die Spalte Pflicht ist oder dass sie mit einem Wert X vorbelegt wird Mhm. oder dass sie ähm, noch von einem Wert Y abhängig ist. Also zum Beispiel, ich habe zwei Auswahlfelder. Im ersten wähle ich das Land und im zweiten das Bundesland aus. Mhm. Mhm. Die Sachen, die im Bundesland stehen, sind natürlich komplett abhängig davon, was ich davor als Land ausgewählt habe. Das macht Sinn, ja. Und das ist ein Anwendungsfall, da scheitern schon sehr viele Low-Code-Tools oder No-Code-Tools. Äh, also es Okay. gibt ja so Tools wie FileMaker, mit denen kann man ja genau solche Anwendungen bauen. Das heißt, man klickt sich einfach ein Datenschema zusammen und Mhm. hat danach hübsche Formulare für das Datenschema. Mhm. Aber sobald das Datenschema ein bisschen komplexer wird und noch Beziehungstabellen und alles enthält, fangen schon die meisten No-Code- und Low-Code-Tools an zu scheitern. Und da sind wir einfach ein ganzes Stück weitergekommen. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du heute sogar ein Projekt dabei, an dem wir gemeinsam quasi mal gucken können, wie Der das Witz ist, wirklich aussieht. ich habe das Projekt nicht dabei, sondern wir werden das jetzt live zusammen coden. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe Und zwar, noch nie Model-Driven programmiert. mhm, Das wird eine Herausforderung. Mhm. ja. Und zwar, wir haben ja die Erpel-Reihe. Erpel, das steht für ERP aus der Lausitz. Und Mhm. das Maskottchen ist tatsächlich so eine Ente. Ah. Und da gibt es verschiedene Reihen. Also es gibt zum Beispiel ein Erpel für Vereine. Das ist halt eine Mhm. kostenlose Software, die kann sich jeder runterladen und bei sich auf dem Server installieren. Okay. Dann haben wir eins für Firmen. Das ist natürlich kostenpflichtig. Ja, Und klar. es wird dann noch ein drittes entstehen, und zwar das für Familien. Und das werden wir jetzt einfach mal live loscoden. Das ist Familien. Ja, genau. Und zwar eine Familie Okay. braucht auch ein ERP-System, Okay. damit du die personenbezogenen Daten deiner gesamten Familienangehörigen erfassen kannst. Hat nämlich den Vorteil, wenn du irgendwann mal was ausfüllen musst, kann man später dort die Funktion hinzubauen, dass einem, was weiß ich, Kindergeldanträge und so weiter fast automatisch ausgefüllt werden, weil der Staat will immer Oh. dieselben Sachen wissen. Der will wissen, was mein Vorname ist, was mein Nachname ist, was mein Geburtsdatum ist, was von der Frau der Vorname, der Nachname, das Geburtsdatum ist und von allen Kindern Vorname, Nachname, Geburtsdatum und außerdem, wann die wie auf welche Schulen gehen und so weiter. Das sind immer dieselben Formulare, die man gegenüber dem Staat ausfüllen muss, ist unheimlich ätzend. Und wenn man sich den Vordruck einfach runterladen könnte, wo man nur noch zwei, Ja. drei andere Sachen ausfüllen muss und die Stammdaten einfach schon ausgefüllt sind, wäre das doch unheimlich cool, oder? Das heißt, ich automatisiere sozusagen diese Formulargenerierung. Genau, genau. Ja, das finde ich sehr gut. Okay. Dann Geburtstagskalender, also welche Freunde haben an welchem Tag Geburtstag, sollte Mhm. möglichst noch rein. Und dann Dokumentenmanagementsystem, wo ich meine ganzen Zeugnisse und Unterlagen reinscannen kann, statt sie in Aktenordnern abzuheften. Das läuft dann lokal bei mir, ne? Das, das ist dann auch wieder ein Vorteil von Model-Driven Development. Wir werden zwei Versionen der Software erzeugen. Mhm. Und zwar eine Version, die man sich selber auf seinem Server installiert, also was weiß ich, ein Raspberry Pi im Keller oder auf Ja. seinem Familien-Homepage-Server. Und Mhm. eine zweite Version für die Leute, die sich damit überhaupt nicht auskennen, einfach in der Cloud. Und die Version in der Cloud muss multitenant-fähig sein. Das heißt, der komplette Datenschatz ist noch zusätzlich um eine Spalte ergänzt, die sagt, das ist jetzt Familie so und so. Und dann müssen diese Ja. Daten komplett voneinander getrennt werden. Das heißt, in der UI müssen die jeweils zueinander ausgeblendet werden. Und normalerweise ist das ein riesengroßer Umbau von der kompletten Software, so eine Software multitenant-fähig zu machen. Und mit Model-Driven Development brauchen wir im Prinzip einfach nur die Zeilen Code, die für den Multitenancy zuständig sind, in einer einzigen Datei sammeln. Und dann können wir quasi beim Kompilieren die eine Datei ausschließen. Und zack, haben wir eine Version mit und eine Version ohne diesen Feature. Okay. Okay, ich bin gespannt. Gut. Das hört sich nach einem großen Projekt an. Ja, Wie du lange wirst wird aber die sehen, dass Aufnahme? wir innerhalb dieser kurzen Interviewzeit das schaffen werden. Okay, okay. Das ist, das würde ich wahrscheinlich nicht erwarten, aber ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne mitnehmen. So, ich gehe erstmal in meinen Projektordner. Ich habe mir den Ordner schon angelegt, aber der ist leer. Hier ist nur eine Infodatei drin. Da habe ich Mhm. so ein bisschen die Leute gesammelt, die das alles schon als Tester sich registriert haben. Ja. Als nächstes brauchen wir die Makefile.
die hast du ja im letzten Mal schon erwähnt und ich will die jetzt einfach mal entzaubern, weil diese Makefile, die hat einfach ein paar Targets drin, wo ich sagen kann, kompiliere das mal bitte oder öffne mir mal bitte den Editor. Also das ist einfach ein oder bau bitte das Release. Das heißt, Okay. es sind einfach so 2, 3 Kommandos. Ich fange mit einem Make-Init an. Und jetzt habe ich hier im Prinzip meine Ordnerstruktur fertig angelegt. Also erstmal ist es gleich wie ein Framework. Okay, ja, dann habe ich meine Ordnerstruktur fertig. Cool. Genau. So, Ja, praktisch. Config Data, Makefile, Remote Makefile, falls ich einen Compile-Server brauche. Also falls ich halt einen Compiliervorgang mit 16 GB RAM brauche und mein Rechner nur 8 GB hat, dann kann ich immer auch einen Compile-Server benutzen. Das Ja. heißt, das Make Remote schiebt den Compile-Job auf einen Server mit mehr Ressourcen und lädt danach das Ergebnis runter. In Out Praktisch, landet im Prinzip unsere fertige Anwendung. Es ist am Ende eine PHP-SQL-Anwendung. Und Okay. in Source schreiben wir unseren Quellcode rein. Mhm. Mehr ist es nicht. So, und jetzt können wir die IDE öffnen. Dann mache ich einfach IDE. Make IDE. Und eine jetzt schöne habe ich Bezeichnung. hier Ja. erstmal den leeren Editor. So, und jetzt gehe ich einfach ins UML-Diagramm und sage, ich hätte gerne... Das ist der Editor, Ja. in dem du immer arbeitest. Also das ist quasi, okay. Na, das ist so ein bisschen benutzerfreundlicher Editor, aber wenn man so richtig am Kern arbeitet, dann benutzt man eigentlich manchmal auch nur Text. Aber der Ja. Editor ist auch immer... Der Editor hat halt den Vorteil, man kann sich die Zugriffsregeln grafisch anzeigen lassen. Das heißt, Ja, man sieht verstehe. auf den ersten Blick farbig, ob die Software sicher sein wird oder nicht. Interesting. Habt ihr den Editor auch von Hand komplett selber geschrieben wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Und der ist komplett plugin-fähig. Das heißt, alle diese Sachen hier, die hier auftauchen, die sind ebenfalls in FOB deklariert und programmiert. So, und jetzt muss ich, Okay, ja, jetzt verstehe. muss ich mal eine Web-Anwendung anlegen. Software, Web Application. So, und die nennen wir jetzt Apple Family. Die Apple Family. Das kommt nach Main. Und jetzt hat er mir die Datei. Hier siehst du im Hintergrund, ich versuche das mal hochzuzoomen. Hier hast du die Datei main.fob, die hat er angelegt und die enthält jetzt eine Zeile, nämlich Software mit einem Parameter Apple Family und einen leeren Parameter. Und hier sieht man auch, was es bedeutet. Title of the Software Apple Family. Und der andere Parameter ist Short Text that is displayed on Dashboard. Ja, das heißt, die Web Application, also das UML, ist im Endeffekt die Repräsentation von dem, was du als Text geschrieben hast. Genau. Der Text ist der Single Point of Truth und das UML-Chart. Ich kann jetzt dieses Kästchen umherschieben. Ja. Und jetzt hat er hier am Single Point of Truth die X- und Y-Position im UML-Diagramm abgeändert. Das heißt, Das ist praktisch. Das heißt, das UML-Chart ist im Prinzip noch eine alternative Bearbeitungsmethode, mit der ich in vielen Fällen schneller komme, als wenn ich den Text ändere und suche. Weil er mir das natürlich übersichtlich alles zusammensammelt und anzeigt. Ja. Und so kann ich, also die Entwickler, die schreiben auch manchmal den Code einfach nur in Text. Und ich kann dann quasi mir das UML-Diagramm anschauen von dem, was sie an Programm gecodet haben und sehe dann, ob die das Datenschema richtig getroffen haben oder ob das irgendwelche Requirements nicht erfüllen kann. Einfach so direkt Einfach so. quasi. Einfach so Editor auf, Knopf klicken und dann sehe ich die Übersicht, was die programmiert haben. Ja, verstehe. Wie führt ihr Tests durch? Bei dem Ganzen dann? Die Frage, also es gibt ja viele Arten von Tests. Es gibt User-Akzeptanz-Tests, es gibt Unit-Tests und so weiter. Unit-Testing ist aus meiner Sicht an dieser Stelle völlig unnötig, weil der Code-Generator, der generiert in so vielen Fällen den Code, wenn dort irgendein Fehler drin wäre, hätte man ja schon längst in irgendeinem der Projekte gemerkt. Das heißt, es kann nicht sein, dass in irgendeinem exotischen Projekt im 3. Formular das 5. Feld beim Speichern übersehen wird, sondern das ist halt relativ ausgelatschter Code, weil alles deterministisch ist quasi. Weil ihr gar nichts von irgendeinem Zufall oder sowas generieren lasst. Wir lassen, auch genau, der Code-Generator ist dort relativ akkurat und man würde es sofort merken, wenn der irgendeinen Bug drin hätte. Die User-Akzeptanztests sind ganz wichtig. Das Coole ist,
wenn man jetzt mal aus der wirtschaftlichen Perspektive denkt, am Ende müssen die User-Akzeptanztests die Kunden machen, weil die haben sich die Anwendung ausgedacht und die müssen schauen, ob es ihren Anforderungen entspricht. Ja. True. Ja, da ist dann halt wieder super wichtig, dass man genau weiß, was die Anforderungen sind, aber das ist wieder ein anderes Thema. Der Witz ist ja, die Anforderungen ändern sich ständig und wo wir früher noch mit Frameworks programmiert haben, da haben wir so roundabout, ich habe das immer nachcontrolled und nachgerechnet, um die 20 Stunden pro Tabelle investiert. Also bis dort das Create-Formular, das Edit-Formular stand und noch zig Änderungen abgespeist waren, sind locker 20 Stunden jede einzelne Tabelle eines Datenschemas reingeflossen. Also inklusive UI drumherum. Das Problem ist, der Kunde denkt, ja, ist ja einfach nur eine weitere Liste. Könnt ihr noch eine Liste reinbauen, welche Kuscheltiere jedes Kind hat? Ja, und wir wissen, das ist verdammt viel Arbeit. Ja, wir Entwickler wissen das. Der Kunde versteht es nicht. Er konnte es mit einem Satz beschreiben und damit müssen wir es auch mit einem Satz hinprogrammieren können. Ja. Und das ist genau Model-Driven Development. Dass du es mit einem Satz programmieren kannst. Genau. Nett. Was der Kunde mit einem Satz beschreiben kann, musst du in einem deterministischen Modell auch mit einer Zeile Code hinschreiben können. Das will ich sehen. So, naja, dann sagen wir doch mal, wir brauchen ein Familiendokumentenmanagement-System. Dadurch, dass es den Begriff Dokumentenmanagement-System gibt, kann man ihn auch in FOB definieren, was jetzt genau schon geschehen ist. Ja. Das heißt, revisionssichere Dateien und die haue ich jetzt einfach mal ins UML-Diagramm, gebe dem noch ein paar. So, nee, die haue ich erstmal ins UML-Diagramm. Zack. So. Okay. Jetzt hat das Familienmanagementsystem ein Dokumentenmanagement. Warte. Das war's. Das war's. Und im Code sieht es so aus: Revisionable File, das ist die eine Zeile. Und dann die Component UML Position, womit er das Aussehen des UML-Diagramms beschreibt. Die du nicht mal bräuchtest, weil es einfach nur eine visuelle Repräsentation ist. Ja, aber es ist halt schön, wenn er sich das merkt. Ja, klar, aber es ist nicht notwendig für den Code, dass er funktioniert. Der Codegenerator ignoriert es. Das genau. Im Prinzip. Du kannst ja im Prinzip mehrere. Also die Syntax ist ja so einfach. Du kannst dir ganz easy einen Parser bauen lassen. Oder einen Parser bauen, der das mal, der im Prinzip diese Sachen einliest und darauf irgendwelche eigenen Reasonings macht. Ja. Das heißt, du hast im Prinzip einen Datenschatz da, welcher inneren Logik deine Anwendung folgen soll. Unabhängig von der Plattform. Also ein Plattform-Independent Model. Um mal in der wissenschaftlichen Ausdrucksweise zu bleiben. Ja, genau. Aber grundsätzlich ist ja, also wenn es kompiliert wird, ist es, oder der Compiler bestimmt ja dann, für welche Plattform es überhaupt möglich ist, das Ganze zu kompilieren. Genau, der Compiler hat im Prinzip die Regeln, die das PIM ins PDM umwandeln. Ja, genau. Okay, das heißt, ihr habt den Compiler geschrieben, dass es eben in PHP und in SQL umgewandelt wird. Genau, ich arbeite eigentlich nie auf dem PDM. Ja, darfst du ja gar nicht, weil du sonst am Ende die Änderung verlierst, sobald du auch nur eine Änderung im PIM machst. Nee, noch nicht mal. Also ich kann tatsächlich PDM-Code einschleusen, aber ich weiß halt, sobald sich darunter liegende Technik ändert, kann ich den PDM-Code neu schreiben. Und solange ich im PIM schreibe, muss es funktionieren. Bin ich safe. Okay. Also es kann jetzt jedes neue Framework, jede neue Technologie, was weiß ich, es kommt ein neues .NET raus, was alle anderen Entwicklungsmethoden verdrängt. Da musst du einfach nur deinen Compiler quasi neu schreiben und das alles bleibt. Genau, und die Anwendung kann ich aber alle neu compilen und habe die damit auf der neuen Plattform drauf. Oh, das heißt aber auch, dass Migration von alten Technologien auf neue ja mega schnell eigentlich gemacht ist. Natürlich. Also für alle Software, die du jemals damit entwickelt hast. Natürlich. Und der Witz ist, wir haben inzwischen keine Software mehr, die nicht damit entwickelt wurde, weil wir einfach einen Schritt gemacht haben. Das hast du im Video auch angedeutet, aber im Prinzip, ich will das nochmal erläutern. Wir hatten Altprojekte und wir haben den Kunden aus den Altprojekten, die noch mit Frameworks geschrieben waren, angeboten, hey, wir portieren euch den Code kostenlos nach FOB, also wir programmieren die Software nochmal komplett neu
mit einer anderen Technologie. Das hat sich für uns einfach gelohnt, weil die Kunden wollten immer wieder Änderungen dran haben an der Software. Und die sind halt mit FOB auch viel schneller umgesetzt. Ja. Als mit dem Framework. Das heißt, wir haben im Prinzip die Zeit, die wir sonst hätten im Framework-Code verbracht, haben wir lieber darin investiert, das einmal komplett nachzuprogrammieren in Model Driven und danach on top noch das neue Feature einzubauen und sind damit insgesamt in Summe kürzer gekommen. Das ist schon krass. Aber ist das nicht dann im Endeffekt, also korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber das ist ja quasi was verändert hier die, eure Software oder die Software, mit der ihr Software macht? Warum macht ihr nicht ein riesiges ERP-System, das man dann quasi anpassen kann und einfach sagen kann, okay, und das ist jetzt Family und das ist jetzt das und ich brauche so viel davon? Also quasi eine komplett fertige Software, die man einfach dann konfigurieren kann, sodass sie das haben wir ja zusätzlich noch, aber die ist auch wieder damit entwickelt worden. Das Besondere an dieser FOB-Methode gegenüber allen anderen No-Code-Systemen ist, dass sich halt Features aus Features auch wieder zusammensetzen lassen. Also dieser rekursive Gedanke, und der macht das System eigentlich so mächtig. Das heißt, die Innovation steckt eigentlich gar nicht darin, dass wir diese ganzen Module haben, wie Dokumentenmanagement und Rechnungserstellung und alles, sondern dass wir überhaupt erstmal ein UI-Framework gebaut haben, was beschreibt, wie Formulare miteinander zusammenhängen. Okay. Das heißt, ihr habt quasi ein Feature für diese Formulare und durch diese Beschreibung kann man das einfach überall reusen sozusagen. Genau, ich setze danach, genau, ich kann im Prinzip die kleinen Features, kann ich zu größeren Features zusammensetzen, die wieder zu größeren Features. Und allein auf dem Weg dahin sparst du so viel Zeit ein, das alles zu entwickeln. Also genau, wenn du halt 6 Stunden hast, den Baum zu fällen, nutzt die ersten 4 Stunden, um die Axt zu schärfen. Ich verstehe. So, jetzt schauen wir mal in unser Dokumentenmanagementsystem rein. Die Komponente hat nämlich noch ein paar Funktionen. Ich möchte zum Beispiel, dass es Kategorien gibt. Damit kann ich jetzt beim Dokumentenmanagement, oder lass uns erstmal das Ding kompilieren. Du interessierst dich bestimmt erstmal, wie das jetzt überhaupt aussieht. Das ist schon lauffähig so. Ja. Ja. Ich sage jetzt einmal Make. Aha. Und dann mach da. So. Was er jetzt gemacht hat, er hat 3 Sekunden zum Compilen gebraucht. Zum Vergleich, unser großes Produkt braucht über 2000 Sekunden. Da weiß man, wie viele Features da drin sind. Ja, gut, okay. Der Fairness halber muss man aber auch sagen, dass der Compiler, dadurch, dass jedes Feature mit jedem interagieren könnte, eine Worst-Case-Komplexität von n² hat. Das heißt, das kann schon bei größeren Modellen explodieren. Gut, aber ich meine, 2000 Sekunden ist jetzt auch nicht so unfassbar unbenutzbar lang. Nö, das ist so ungefähr wie C++. Dieser kleine Seitenhieb. So. Jetzt muss ich noch das Ding mounten. Ich habe jetzt dein letztes Video gesehen. Ich werde mal einfach den Ton während des Passworttippens abschalten. Das heißt, ich bin jetzt mal ganz kurz leise. Ja, sehr gut. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir es gemountet. Localhost /test3. So. Was er uns hier präsentiert, ist erstmal die Setup-Routine von der Software. Ja. Das heißt, das hat das FOB weiß halt, wie eine Setup-Routine von einer Webanwendung aussehen muss. Das Weil du quasi Component-Web-Anwendung hast. Genau. Also wenn du sonst mit Framework programmierst, das ist ewiges Hickenhack, das Ding auf einem neuen Server zu installieren. Während solche Sachen wie WordPress oder Wikipedia halt so richtig hübsche Setup-Routinen haben, wo du Datenbank, Passwort und so weiter angibst. Und das mache ich jetzt hier auch mal. Family, zack.
Kannst halt auswählen, ob du MariaDB oder Postgres willst, beziehungsweise später wird auch noch die Microsoft unterstützt werden, weil es ein paar Industriekunden gibt, die ihre SPS-Daten aus der Automatisierung nur auf Microsoft schicken können. Okay. So, die Anwendung, genau, und jetzt sage ich okay. Access denied for family, das müssen wir kurz die Zugriffsrechte setzen. Mhm. Family failed, Password authenticate. Moment, ach so. Ich habe die Datenbank noch nicht angelegt. So, jetzt sollte es klappen. Ah, die Datenbank musst du quasi manuell anlegen. Ja. So. Das hast du gerade bei Postgres, glaube ich. Vielleicht was das? Ne, ich habe MySQL genommen. Das, Ich meine Witz ist, unten im Formular, hier, oder? Ja, ach genau. so, du hast recht. So, Family. So, jetzt sollte alles stimmen. So, zack, haben wir die Software fertig. Das Dokumentenmanagementsystem hat gleich mal hier aufs Dashboard eine Funktion hingepackt, wo ich da Dokumente hochladen kann. Ja. Und hier habe ich dann auch meine Dokumenteliste. So, ich müsste jetzt mal schauen, dass ich kurz mal ein Dokument hochlade. Ja. Und zwar schaue ich mal, ob ich irgendein unverfängliches Dokument habe. Ah, hier haben wir ein unverfängliches Dokument. Und da haben wir einen Crash. Jo. So, ich schaue mal, woran der Crash liegt. Mhm. Im Error-Log Column not found doc.subject. Ganz logisch, denn wir haben hier eine Formel angegeben. Die Dokumentbenennung besteht aus Subject und Date. Und Subject und Date gibt es in dem Datenschema noch gar nicht. Verstehe. Wir haben einfach die Defaults halt gelassen. So können wir aber machen, und zwar Download-Titeldatei. Weitere Dokumente können Fristen Betreffspalte. Damit kriege ich das Subject hin. Und das Ding nennen wir Betreff. Und dann noch Date, oder? Date, Dokumentenerfassungsdatum, Date. Und das nenne ich Erfassungsdatum. Das heißt, hier kann ich auch alle Spalten umbenennen. Wenn ich jetzt sagen will, das ist das Scan-Datum. Wenn der Kunde sagt, das ist aber das Scan-Datum, das müssen Sie mir anders nennen, dann kann ich sagen, kein Problem. Das heißt, trotz dass man alle Komponenten quasi vorgefertigt aus der Konsorte kriegt, aus der Konserve kriegt, kriege ich trotzdem alle Extrawürste des Kunden unter. So, jetzt habe ich neu compiled. 4 Sekunden. Jetzt muss ich kurz eine Datenbankmigration machen. Jetzt hat er die Datenbank migriert. So, jetzt mache ich den Dokumenten-Upload nochmal. Genau. So, den Betreff nenne ich diesmal Shema Israel. Das ist so ein jüdisches Gebet, was die jeden Morgen beten müssen. Und das kann ich jetzt hier ablegen. Und zack, habe ich hier meine Dokumentenliste. Ah, jetzt hat er das sogar hochgeladen. Da kann ich das zweite Mal verstecken. So. Und hier habe ich im Prinzip die Datensatzansicht. So, und für ein Dokumentmanagementsystem erwartet man eigentlich, dass es so eine Side-by-Side-Ansicht ist. Das heißt, links das Dokument, rechts das Datenschema. Also sage ich hier im Editor, es ist irgendwo ein Side-by-Side-Ansicht-Feature geben. Haltung, Kopierfunktion da. Datei, beim Bearbeiten, Vorschau des Dokuments. So, Häkchen ist drin. Der hat hier eine Zeile. Hier Revisionable File Preview aktiviert. Speichere ich ab. Mach meinen Make wieder. Aber im Grunde genommen bist du jetzt hier trotzdem beschränkt auf das, was dir quasi. Okay, das ist praktisch. Da hat er eine andere Datei genommen. Aus Versehen habe ich die Datei falsch ausgewählt. Aber auch hübsch. Auch praktisch. Auch praktisch.
So, genau. So, jetzt haben wir ja hier diese Spalten. Hier, herunterladen, Betreff, Erfassungsdatum, erste Revision, aktuelle Revision. Ich will aber zu jedem Mhm. Dokument noch speichern, zu welchem Familienangehörigen das überhaupt gehört. Ja, Das heißt, wir brauchen eigentlich noch eine komplette Liste aller Familienangehörigen. macht Sinn, ja. So, 20 Stunden hatten wir vorher gesagt. Jetzt versuche ich mal in unter einer Minute fertig zu werden. Ja. Und zwar nehme ich einfach mal eine Table Description und die nenne ich Member. Family Member. Nennen wir sie Family Member. So. Familienangehörige. Familienangehöriger. Das heißt, ich gebe zu jeder Tabelle die Mehrzahl und die Einzahl an. Einfach Mhm. damit der sich im Menü dass der die GUIs selber bauen kann. Mhm. Mhm. Ja, damit halt, also da du halt quasi die ganzen Sets und so weiter draus bilden musst. Genau. So, Mhm. dem gebe ich eine Spalte. Vorname, Vorname vom Typ Text, einen Nachname, Nachname, Typ Mhm. Text und eine Spalte Geburtsdatum, Geburtsdatum und vom Typ Date. So, ich habe hier ähm, einmal den SQL-Namen und einmal den menschlichen Namen. Das soll man ja laut Model View Controller eigentlich immer schön voneinander trennen. Aber im Ja. Feature-Orientierten muss man das schön beisammen halten, damit man das Feature Muss, auch im Ganzen wieder rausbekommt und nicht den Code auf zig Stellen verstreut hat. ach so, so meinst du. Ja, okay, verstehe. So, belassen wir es mal dabei. Und jetzt legen wir noch einen Datentyp an, den nennen wir Family Member. Und der ergibt sich aus Vorname, konkateniert mit einem Leerzeichen, konkateniert mit einem Nachname. So, Das macht Sinn, ja. genau. So. Jetzt sehen wir im UML-Diagramm, haben wir eine Tabelle. Das andere sind Mhm. UML-Packages mit Tabellen drin. So, und jetzt Mhm. kann ich im Doc sagen, Member, Familienmitglied. Und jetzt kann ich hier beim Datentyp unseren Family Member auswählen. Oh, Ich habe jetzt in der okay. Fertigkomponente einfach mal eine Extraspalte dazu programmiert. Ja, okay. So, jetzt sehe ich auch im UML-Diagramm Und jetzt hier, hast du einen Member drin. Okay, genau, ja, der hat verstehe. hier eine Spalte Family Member, der macht einen Strich rüber zur Tabelle Family Member, der hat die Und Rolle nennt das Familienmitglied. Familienmitglied. Mhm. Genau, so, jetzt können wir mal wieder bauen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, was an der GUI ändern wollen würdest, also wirklich was gravierend ändern wollen würdest, zum Beispiel, dass es anders aussehen soll, Ja. ähm, wie würdest du das machen? Mit in Code Injection. Das heißt, ich könnte zum Beispiel CSS-Regeln injecten, ich könnte Okay, aber auch komplette DOM-Schnipsel injecten. okay, aber das müsstest du dann wirklich selber nochmal als Code schreiben. Genau. Mhm. Also da Okay, muss man verstehe. dann auf die unteren Ebenen runter. So, jetzt Ja, kann okay. ich hier aktualisieren. Jetzt haben wir hier die Spalte Familienmitglied. Jetzt haben wir 4 Familienangehörige. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, das ist der Armin Admin und der Geburtstag ist der Der Armin, okay, das ist ein schöner Name. 5.7.1994. Ja, Speichern. Okay. Und der hat außerdem noch eine Tochter. Die heißt Lisa Admin. Und die ist die am Admins. 1.1.2012 geboren. Geht das so halbwegs Ui, auf? Oder wie alt war der da? ja, aber 18, das geht sogar. Okay. Oder? Nee, er war gerade so noch nicht 18. Na egal. Scheiße. Hauptsache, die Frau war älter. So. Familienmitglied und jetzt kann ich sagen, das war der Armin Admin speichern. Und jetzt kann ich zum Familie Beispiel Admins. auch sagen, ich hätte gern nur alle Dokumente von Armin angezeigt.
Das heißt, das Ding hat mir automatisch die komplette GUI generiert und Filtermöglichkeiten auf den Spalten und alles. Ja. So. Das ist ganz nice, okay. Jetzt ist die Software für alle öffentlich zugänglich. Wir wollen natürlich, dass die Admins sich nur mit Passwort einloggen können. Ja, das macht Sinn. Wie lange brauchst du in konventioneller Programmierung, bis du Registrierungsformular, Passwort vergessen, einloggen und so weiter alles implementiert hast? Wenn ich meinen Code reusen darf? Ja. Ein paar Stunden? Genau, du darfst ihn reusen. Du musst ihn natürlich beim Reusen wieder umschreiben, irgendwelche Codeschnipsel anpassen. Ja. Gibt es sicher auch mit ein paar NPM-Paketen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber bis du dich dort in alles reingearbeitet hast, vergeht auch wieder dieselbe Zeit, als hättest du es implementiert. Ja, nicht ganz, aber nicht ganz, also aber vor allem, dass du es halt abgesichert hast, dass es auch wirklich ein gesichertes Login-Formular ist. Da würde ich schon ordentlich Zeit drauf investieren. Ich würde es wahrscheinlich über Single Sign-On machen, weil da muss ich mich nicht so sehr um die... Und was ist, wenn plötzlich jemand sagt, ja, Single Sign-On ist schön und gut, aber ich will jetzt plötzlich eine LDAP-Authentifizierung haben? Ändert das mal bitte ab. Dann hat er Pech gehabt. Siehst du, und das war nämlich das Problem. Die Kunden haben immer wieder gesagt, aber das kann doch nicht so schwer sein. Ich konnte es doch mit einem Wort beschreiben. Und wieso ist Ihre Software so unflexibel, dass ich jetzt Pech gehabt haben soll? Ja. Ich bin gespannt. Bei dir ist es wahrscheinlich eine Zeile, oder? Ja. Ein Modul einfach hinzufügen, weil du halt dafür quasi schon alles vorgeneriert hast. Also erstmal brauchen wir auf der Datenschema-Seite brauchen die noch ein Username und Im Passwort. Endeffekt ist es doch ein gigantischer Baukasten aus Paketen, die alle miteinander funktionieren, oder nicht? Ja. Genau, man könnte es theoretisch wahrscheinlich auch mit Java oder irgendwas hinprogrammieren und dann Java Annotations benutzen, um zu beschreiben, welche Module man alle drin braucht. Aber diese einfach zu parsende Sprache und der Editor mit ein paar String-Ersetzungen einfach mal das Ding grafisch darstellen kann, hat halt... Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an, glaube ich. Weil die Sprache würde mich auch interessieren. So, das Passwort nehmen wir vom Typ. Jetzt gibt es verschiedene Passworttypen, je nachdem, was ich haben will. Es gibt Passwort, der macht übrigens automatisch gleich mal das Hashing. Und Salting? Nee, diese kryptografische Hash-Funktion. Ja, aber Salten tut er auch, oder was? Ja, gehasht und gesalzen, genau. Ja. Ich habe Sorting verstanden. Achso. Da dachte ich, du wolltest Hash, ist er gedanklich Hash-Sortieren, was? So, nee. Password Raw, da würde er das Passwort im Rohtext abspeichern. Also im Plaintext. Warum? Dann gibt es noch, naja, das ist, wenn du zum Beispiel sowas wie ein IMAP-Passwort abspeichern willst. Ach so, ja. Okay. Da musst du es im Klartext haben. So, wenn du aber ein bisschen sicherer sein willst, gibt es auch Password Symmetric. Da wird das Passwort mit einem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt in der Datenbank abgelegt. Das heißt, ein Angreifer könnte die Datenbank klauen, wüsste trotzdem noch dein Passwort nicht. Sondern er müsste immer die Datenbank und deine Config-Datei, wo das Passwort drin steht, gleichzeitig klauen. Und damit hat er im Prinzip den kompletten Server auch geklaut, also könnte den auch hosten. Ja, und du kommst halt von der Serverseite an das Passwort dran, was für IMAP zum Beispiel wahrscheinlich nützlich ist. Genau, ich komme an das aber so für User-Passwörter würde man doch einfach gehasht genau, wahrscheinlich bevorzugen, oder nicht? Oder Passwort Double. Das ist encrypted. Da musst du dein Passwort doppelt angeben. Und dann gibt es auch noch Passwort Double Secure. Der misst da außerdem noch die Entropie des Passworts und zeigt dir so einen Ladebalken an, wie sicher dein Passwort ist. Okay. Aber die Bezeichnungen sind falsch, oder? Also Passwort steht oben bei Encrypted Passwort, hast du gesagt, das ist das gehasht, oder nicht? Genau, das ist gehasht. Aber gehasht ist ja nicht encrypted. Und bei Obfuscated, Obfuscated ist... Ach so, ja, das scheint wahrscheinlich jemand, der die Doku geschrieben hat, ein Doku. Okay, gut. Ich war gerade verwirrt. Aber ja, okay. Ja, das muss andersrum heißen. Also diesen Obfuscated und diesen symmetrisch encrypted. So, im Prinzip, das Ding würde ich Double Secure eigentlich machen. Dann musst du es doppelt eingeben, dass du dich nicht vertippt hast aus Versehen und es wird halt gehasht. Genau, also, und es wird die Länge und beachtet und alles. Also die Entropieformel für Passwörter ist im Prinzip
Buchstabenklassenentropie hoch Anzahl der Buchstaben. Und dann muss das auf mindestens 10 hoch Paar 20 kommen, damit das von aktuellen, also wir haben das tatsächlich ausgerechnet, damit das aktuelle Grafikkarten nicht knacken können. Ja, okay. Und genau, und Buchstabenklassen bedeutet, wenn ich nur Kleinbuchstaben, also wenn ich nur Buchstaben drin habe, dann ist das eine 26er Entropie. Wenn es Zahlen enthält, ist es eine 30er Entropie. Wenn es Sonderzeichen enthält, ist es eine 50er Entropie oder so. Und dann hoch die Länge. Und damit haben wir im Prinzip eine ziemlich genaue Formel um das Passwort. Ja, da hast du im Endeffekt, wie viele Stellen oder wie viele Möglichkeiten du hast. Ja, und damit haben wir dann die Knackschwierigkeit exakt ausgerechnet. Ja. Oder ziemlich gut angenähert. Genau. So, Passwort. So, wir nehmen jetzt mal das stinknormale Passwort. Okay. Jetzt haben wir im Datenschema die Passwörter drin. Ich baue jetzt erstmal und setze mir ein Passwort, weil hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man mit Zugriffsberechtigungen spielt, dass man sich nicht aus Versehen beim Entwickeln selber ausschließt. Ja, das wäre gemein. So, jetzt kann ich mal den Admin bearbeiten und der heißt Admin. So. Bestes Passwort. Und die andere nennen wir mal User und User. Das sind so typische Testpasswörter. So. Jetzt können wir den Passwortschutz aktivieren. Da gehe ich auf den User-Editor und aktiviere einfach mal Login. Okay. Login-Tabelle ist Family Member. User-Column wäre der Username. Passwort-Column wäre das Passwort. Nutzer darf sein eigenes Passwort ändern, Häkchen, per E-Mail zurücksetzen. Da müsste ich aber noch einen Mailer erst aktivieren. Das heißt, wir haben ja noch keine Methode, mit der man Mails verschicken kann. Und beim ersten Einloggen Passwort ändern könnte ich noch machen. API-Token im User anlegen, Nutzer eine Willkommensnachricht per E-Mail schicken. Brauchst du auch einen Mailer dafür, ja. Du steckst in jedes Häkchen in traditioneller Programmierung einen Tag Arbeit rein. Ja, mindestens. Mindestens, eher mehr sogar. Ja, ich weiß das gar nicht, also ich habe das gar nicht mehr im Gefühl, wie lange du eigentlich brauchst. Also es kommt drauf an, an dem Mailer saßen wir sehr lange dran. Vor allem das Ganze noch zu konfigurieren, sodass es auch wirklich funktioniert hat und dann irgendwie das Ganze neu. Ja, und wir haben halt den Mailer gleich mal sowohl einen IMAP SMTP-basierten Mailer als auch einen Microsoft API connecteden Mailer. Das heißt, man kann theoretisch auch einfach sein Outlook-Konto damit verbinden. Und dann hat man auch eine Mail-Methode. So. Login ist aktiviert. Also du merkst, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Eine halbe Stunde oder so. Und wir haben jetzt schon ungefähr eine Woche Entwicklungszeit eingespart mit diesem Code. Ja. So, jetzt bin ich auf einmal rausgeflogen. Sie sind nicht angemeldet. So, jetzt kann ich auf Anmelden. So, jetzt kommt wieder mal der schöne Error-Log. Da muss ich mal schauen, was hier schiefgegangen ist. Fatal Error Column not found Column User in Field List. Hast du Migration gemacht von der Datenbank? Warte. Da geht's noch weiter. Okay. Genau. So, jetzt müssen wir wieder debuggen. So. Column User not found in Database. Und dann Backtrace ist das for Exception Query Util. So. Hier haben wir bestimmt einfach eine unangepasste also der Codegenerator macht halt noch manchmal Fehler. 368. Wenn irgendwelche Corner Cases nicht durchimplementiert sind. 368 GG. So. Nee, das ist der Exception Handler Database. Wir probieren doch nochmal die Datenbankmigration. Doch. Du hast recht, die Datenbankmigration hat gefehlt. Ja. So. Jetzt kann ich mich mit Admin und Admin einloggen. Und
und zack, bin ich jetzt drin. Und jetzt bin ich Admin und könnte theoretisch auch auf Passwort ändern gehen. Aktuelles Passwort, neues Passwort. Praktisch. So. Ich muss mal noch ein zweites Dokument hochladen. Ich versuche mal noch ein unverfängliches Bild zu finden. So, diesmal. So. Bildtest. So. Bildtest und diesmal. So, jetzt ist es das richtige Gedicht. Genau. Okay. Diesmal gehört es der Lisa Admin. So. Jetzt haben wir hier die Dokumente von Lisa Admin und Admin Admin. Jetzt will ich aber, dass der Armin Admin quasi der Vater ist und die Lisa darf nur ihre eigenen Sachen machen. Aber der Vater kann alles angucken. Der Vater kann alles angucken, weil er der Admin ist. Okay. Erste Aktion, ich muss es im Datenschema irgendwie darstellen können. Das heißt, ich muss hier noch eine Rolle hinzufügen und die Rolle muss aus dem Rollenmodell auswählbar sein. Also lege ich mir mal einen Dropdown-Integer an. Den nennen wir mal Role. So. Die 1 nennen wir mal Admin. Die 2 nennen wir mal Member. Und Read Only. Admin. Data Type. Dropdown. Okay. Genau, es ist ein Datentyp, der sich als Dropdown darstellt und als Integer gespeichert wird. Ja. Der sozusagen, der einfach meine Rolle definiert. Genau. Okay, ja, verstehe. Und zwar Admin, nur eigene. Jetzt könnten wir eigentlich im Prinzip, wie machen wir, also Admin. Ja. Admin. So, jetzt, wie nennen wir jemanden, der nur seine eigenen Sachen darf? Member passt doch, oder? Member. Naja, du musst es halt später dann so machen, dass es die Leute sich selber erklären können, was es bedeuten würde. So, Read Only All, und Read Only All wäre zum Beispiel der Steuerberater. Der dürfte auf alles zugreifen, aber nichts ändern. Der dürfte alles nur lesen. Oh, je nachdem, welche Dokumente man da hochlädt. Genau. Und dann kannst du nämlich anfangen, deine Lohnsteuerdokumente im Familien-DMS zu sammeln und gibst dem Steuerberater oder der Lohnsteuerhilfe nur noch ein Login für dein Familien-DMS und sagst, ach, hier sind meine Dokumente. Praktisch. Ist sowas im Einsatz irgendwo? Ja, also wir haben sowas für eine Lohnabrechnerei tatsächlich schon gemacht. Mit Ticketsystem und E-Mail-Kopplung. Das heißt, es ist egal, ob die Leute das Portal benutzen wollen oder ob sie klassisch E-Mails schicken. E-Mails werden automatisch als Portal-Nachrichtenanfragen umgewandelt. Okay. So. Praktisch. Wir lassen könnte man wahrscheinlich auch sowas machen, wie man muss Zugriff anfragen oder so. Wir machen erstmal nur das Zwei-Rollen-Modell. Theoretisch könnten wir jetzt den einzelnen Einträgen noch Farben geben und so weiter. Das Coole ist, du definierst einmal in diesem Menü den Datentyp. Wenn du jetzt klassisch programmieren würdest, müsstest du in jedem fucking Menü, wo du den Datentyp verwendest, einen Select-Dropdown bauen. Das heißt, dass dein Code, welche Rollen es gibt, an 50 Stellen im Code verteilt. Ja, wahrscheinlich würdest du es als Enum machen, aber du müsstest halt trotzdem jedes einzelne Mal das auswählen lassen. Ja. Also der Nachteil, also wenn du halt das HTML-DOM schreibst und jedes Mal so einen Select-Dropdown baust für die Rolle. Ja. Und im Create im Create änderst du es ab und im Edit vergisst du es abzuändern. Ja. Und irgendeine Rolle soll hinzukommen. Ja. Du programmierst dich blöde. Und hier ist halt das Single Point of Truth Prinzip. Es gibt eine Stelle, wo ich definiere, was das ist. Und die kannst du immer wieder referenzieren, einfach und reinholen. Genau. Ja. Jetzt sage ich beim Family Member eine Rolle. So. Und vom Typ kann ich jetzt auswählen. Kannst du einfach die Role auswählen. Jetzt haben wir im UML-Diagramm einen schönen Strich. Ja. Easy. Genau. Wir haben sogar hier so ein Routing. Du kannst jetzt Kästchen dazwischen schieben. Das ist ja gemein. Aber das ist ja wirklich Editor-Spielereien quasi. Das ist der Dijkstra-Algorithmus, der dahinter steckt. Ja. Und im Prinzip sämtliche Kanten, wo er anstoßen könnte, sind Wegpunkte und die Ecken sind auch Wegpunkte.
und der findet dann den kürzesten Pfad im UML-Labyrinth. Wo er halt nicht anstoßen kann, ja. Genau. So. Jetzt müssen wir die Rolle noch programmieren. Und zwar gehen wir in den Capability Editor. Jetzt haben wir hier die Tabellen schon mal. Fancy. Und momentan ist alles grün. Und jetzt wollen wir, dass man Dokumente, die nicht mir gehören, nur zugreifen darf, wenn man Admin ist. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Admin-Capability und die trifft dann zu, wenn Roll gleich 1. Das heißt, hier gebe ich so eine kleine Condition an. Das Coole ist, diese Conditions, das ist in der DSL geschrieben. Das heißt, diese DSL kann nach PHP, nach SQL, nach JavaScript, nach allem. Die wird einfach dann dort anders überprüft, je nachdem, welche Sprache du hast. Die kann übersetzt werden in egal welche Zielsprache. Und damit kannst du Default-Werte, Constraints, alles im Prinzip beschreiben, was so Datenberechnungen sind. Verstehe. So. Und jetzt fehlt aber hier, bei den Docs kann ich ja nur sagen, ich kann entweder alle Dokumente auf Admin schalten oder All Users, aber ich kann jetzt nicht unterscheiden, welche Dokumente gehören mir oder welche nicht. So. Ja, okay. So, das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz bei den Dokumenten eine Gruppe bauen. So. Table, Item, Group, DSL. Also im Ende bauen wir uns gerade hier eine Nextcloud, oder? Eigentlich schon. Bloß das dann, also mit den jetzigen Features ja, aber es kommen ja dann noch zig andere Sachen dazu. Die ganze Adressverwaltung von Freunden und ihren Geburtstagen. Ja. Wo wohnt meine Tante und so. So, Table, Item, Group, DSL, Doc. So, jetzt nennen wir die Gruppe nicht meine oder Fremde. Und als Formel wäre, jetzt haben wir ja hier Member. Die Spalte haben wir angelegt. Ungleich, und jetzt sage ich User ID. Oh. Okay, also jetzt hast du ja aber gerade mal im Code programmiert, Genau. also wirklich Code geschrieben. Ja, aber es ist immer noch und nicht Plattform-independent, weil den ja. kann er beliebig übersetzen. Ja, aber das ist eine gute Gelegenheit. Lass uns mal kurz da reingucken, weil also das ist ja wirklich komplett anders geschrieben. Im Endeffekt definierst du in deinen FOPs, wie die UML-Diagramme aussehen. Naja, Richtig? noch nicht mal. Also ich definiere eigentlich nur, was Oder, Phase ist. nee. Also Ja, das sind Fakten einer Prolog Knowledge Base. Der Satz Revisionable File, das hier ist das Prädikat. Prädikat Revisionable File. Und das kann Parameter haben. Nämlich TBL ist die Tabellenbezeichnung, Desk Table bezeichnet Tabelle, Desk Single Bezeichnung des Datensatzes, Naming SQL-Ausdruck für den Dropdown-Datentyp, die Bezeichnung des Datensatzes. Und das sind halt Subjekt, Objekt, was auch immer. Also die Parameter. Und damit sage ich einfach nur, was es alles gibt. Also es gibt ein revisionssicheres Datensatz mit dem und dem. Es gibt eine Gruppe so und so und so. Es gibt eine Spalte so und so und so. Es gibt ein Preview. Es gibt eine Subject-Erweiterung. Es gibt eine File-Date-Erweiterung. Und es gibt eine UML-Position. Das sind einfach nur eine Ansammlung. Im Grunde eine Ansammlung von Plugins, die du so zusammenbaust, sozusagen. Und halt so konfigurierst. Im Endeffekt ist es eine Config-Datei, oder? Ja, es gibt viele Namen dafür, aber im Prinzip die treffendste ist, dass es eine Knowledge Base ist. Ja. Und wie definiert man eine Knowledge Base? Eine Knowledge Base ist im Prinzip eigentlich eine graph-relationale Datenbank. Okay. Das heißt, das ist im Prinzip eine Datenbank mit über 6000 Tabellen. Eine Tabelle wäre halt die Liste aller möglichen Revisionable Files, wo halt nur ein Item halt drin steht. Column Description haben wir im Projekt vielleicht 5 Einträge von Column Description. Aber im Prinzip ist das wie eine Beziehungsdatenbank. Also du kannst ja auch eine graph-relationalen, Wikipedia hat zum Beispiel arbeitet zum Beispiel viel mit graph-relationalen Datenbanken. Da hast du zum Beispiel die Namen aller Prominenten und deren Namen und Geburtsdaten oder die Namen aller Motocross
Autorennen und wer in welchem Mhm. Jahr der Sieger war und wer da Zweitplatzierte und alles war und Mhm. welcher Film von welchem Regisseur und mit welchen Schauspielern. Und dann kannst du quasi Mhm. im Wikipedia einfach mit solchen Feldkommandos kannst du sagen, blende mir mal bitte die Graph-Datenbank gefiltert für Film XY ein. Und schon hast du den halben Wikipedia-Artikel für Film XY geschrieben. Weil Ja, er diese ja, verstehe. Graph-Daten halt relational darstellt. Also das hängt vor allem mit der IMDb, mit der Movie-Datenbank zusammen, weil die Ja, dort die ja. Daten relativ strukturiert gesammelt haben und Wikipedia kann die quasi bei sich einblenden. Und im Prinzip haben wir hier dasselbe mit Softwareentwicklung. Wir haben eine Sammlung an Wissen. Das Wissen ist irgendwie miteinander verknüpft, also sprich die Tabelle, die ich hier erzeuge, die wird hier mit Spalten noch ausgeschmückt. Mhm. Und quasi mit Beschreibung dafür, ja. Genau. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Mhm. Du bist ja heute auch hier, um den Leuten zu sagen, ey, bewerbt euch mal bei uns. So durch die Blume weg, Das ja. durch die Blume, ja, das ist ja wirklich eine ganz andere Art zu programmieren. Es Ja, ist nicht nur eine einfache andere Sprache, ich weiß nicht, Go statt jetzt Python zu ja. programmieren. Das ist ja wirklich komplett anders. Ja, genau. Im Wie Prinzip, fangt ihr da überhaupt an, jemandem sowas beizubringen? also im Prinzip sind das ja die logischen Programmiersprachen. Das ist die am meisten vernachlässigte Ja. Klasse von Programmiersprachen überhaupt. Ja. Jeder kann imperativ programmieren, also Assembler, C, Python, Java und so weiter kann jeder. Dann Ja, Assembler würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. die ganz coolen, na, Assembler ist halt die Ursprache der imperativen Programmierung, weil Ja. Assembler ist ja im Prinzip die also eine Darstellung der Maschinensprache des Computers. Ja. Ähm, und sämtliche Programmiersprachen müssen eigentlich irgendwie am Ende auf was Imperatives runtergebrochen werden, sonst sind sie auf einer CPU nicht ausführbar. Ja. Deshalb sind die Imperativen so die Heimatsprache des Computers. Die funktionalen sind so die, die Lieblingssprache der Mathematiker, weil die gerne in Formeln Ja. und Zusammenhängen und Formelumstellungen denken. Mhm. Und so das Prolog und die logischen Programmiersprachen sind eigentlich so die beheimatete Programmiersprache der ganzen Juristen, Detektive, also alle, die die im Prinzip Wörter umrechnen müssen. Also die Reasoning betreiben müssen. Wenn der an dem und dem Ort gewesen ist, dann kann er nicht zur gleichen Zeit dort gewesen sein, also ist das Alibi zum Beispiel eine Lüge. Ja, okay, ja. Und genau solches Reasoning können halt die logischen Programmiersprachen. Und gerade so hat man ja bei Linux auch gesehen, die Package Manager, die basieren auch so auf prädikatenlogischen, so vereinfachten, also abgespeckten prädikatenlogischen Ansätzen mit Ja. sich gegenseitig ausschließenden Paketen und die auf bestimmten Versionen, also es gibt dann bestimmte Versionen, ab denen die Pakete harmonieren. Also was weiß ich, Paket X braucht mindestens Version 3.7 von Version Y. Das Mhm. ist auch schon Logikprogrammierung. Also im Prinzip überall, wo es um Software Composition und ums große Ganze und ums Verstehen, um die Semantik geht, dort. Quasi für Abhängigkeiten auch Ja, so. genau. Dass ich sagen kann, okay, ich hätte gerne das da und Ja, ich brauche aber das da und wenn genau. wir die zusammen machen, dann funktioniert das nicht mehr. Also brauchen wir eigentlich diese Version, weil diese Version passt auch da. Genau. So, da brauche ich größer als, da brauche ich kleiner als, also nehme ich halt eine, die für Genau. beide passt. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Und die Abhängigkeiten, ganz pragmatisch, Paketabhängigkeiten rechnet FOB automatisch aus. Also ich habe jetzt ein Ja, Datumsfeld benutzt, also brauche ich ja auch irgendwie eine Date-Picker-Komponente. Hast du gar nicht gemerkt, oder? Also hat er einfach stimmt. General UI Date-Picker installiert. Ja, okay, ja. Okay, interessant, Das ist ja. was, worum du dich sonst kümmern musst, wenn du programmierst. Ja, ich muss mich auch nicht um die Abhängigkeiten kümmern, klar, ja. Ja, Ich kann einfach mir alles zusammenbauen, so wie ich es gerade genau. brauche. Und wenn du halt Zugriff auf die Google API benutzt, naja, dann installiert er die halt das SDK gleich mit. Wie geht ihr mit Abhängigkeiten da um? Also quasi, wenn es eine neue Version von irgendwas gibt. Ähm, Macht es dann der Compiler oder wird das automatisch gemacht? Na, der Compiler, der rechnet ja die Abhängigkeiten aus. Also Mhm. es gibt ja dann, neben der Faktenebene gibt es noch die Regelebene. Mhm. Ähm, die werde ich aber heute mal nicht zeigen, einfach weil wir auch die Zeit nicht haben. Ja, Aber in der Regelebene kann man dann im Prinzip bestimmen, also Revisionable File und dieses Subject und Date und so weiter wird ja am Ende auch nur wieder auf Spalten und deren
Default-Belegungen und so weiter runtergebrochen. Verstehe, ja. Genau. Und darüber, okay. So, jetzt haben wir Okay. mal die Capability-Editoren. Jetzt haben wir hier Fremde. Jetzt haben wir hier eine neue Ja, Kategorie, okay. fremde Dokumente. Das musst du aber dann noch irgendwie den Admin reinkriegen? Warte. Ich habe das falsche Menü geöffnet, oder? Warte mal. Ich habe ich glaube, mir Ich glaube, den Admin hat es ja gar nicht gespeichert. So, der Admin. Ja, genau. Da ist er wieder. Oh, gleich 1. Irgendwie ist der verschickt. Ja, Ich weiß okay. nicht, woran es liegt. So, Fremde und die darf nur der Admin viewen, editen, deleten und create. Heil, mächtig. Auf alles. Und schon sehe ich auf den ersten Blick, ob die Software sicher ist, so wie ich sie möchte, oder ob es noch Schlupflöcher gibt. Oh, warte, da gab es auch einige Auswertungstools. Ob man, also es ist ja super schwer, das alles wirklich komplett auszuwerten, ob alle Dateien gesichert sind. Ja. Das wäre doch mit sowas viel einfacher möglich, oder nicht? Wie gesagt, das komplette Feld der prädikatenlogischen Programmiersprachen ist noch so unerforscht, dort kannst du noch so viel Potenzial rausholen. Ja. Interessant. Das gefällt mir so gerade aus einer Security-Perspektive sehr, muss ich sagen. Weil normalerweise ist diese Access Control ja wirklich was, wo man sich die Zähne dran ausbeißt. Also ihr habt jetzt hier eine Role-Based Access Control. Ja. Grundsätzlich spricht aber auch nichts dagegen, einem User ja mehrere Rollen die zu ist geben. Capability-basiert. Also ich habe jetzt ein rollenbasiertes Datenmodell angelegt. Stimmt. Habe das aber hier auf Capabilities übersetzt, weil Capabilities sind halt einfach mächtiger und die sind. Ja, genau. Dann hast du eigentlich Attribute-Based, genau. Genau. Aber im Prinzip im Datenschema gibt es nur ein rollenbasiertes. Aber ich könnte das jederzeit auch umändern auf irgendwas anderes. Und muss dann hier nur die Capabilities denen andere Formeln geben. Vor allem bist du ja auch nicht beschränkt darauf, zu sagen, ey, ich nenne das jetzt Admin oder Role gleich 1. Ich kann ja alles damit machen. Ich kann auch sagen, User hat ein Alter, und dann mache ich Age größer 18. Ja, genau. Oder User ist Steuerberater oder Behördenbeauftragter oder sowas. Genau. Und dann sehe ich direkt sogar, ob ich einen Leak habe bei mir in der Datenbank. Also so jetzt rein aus einer Access Control Perspektive. Das ist krass. Das ist sexy. Okay, das ist wirklich gut. Ja, das gefällt mir sehr. Ja. Das gefällt mir sehr. Mhm. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, wir haben nämlich auch ein Video auf unserem Kanal. Du hast es ja, wir können es ja dann wieder verlinken. Da mache ich ein Live-Coding, wo ich in unter einer Stunde ein System komplett multitenant-fähig mache. Mhm. Also wo ich ja gut, also das können wir, oder hier bin ich einfach dran schuld, weil ich noch sehr, sehr viel nachhake und immer wieder nachfrage. Wahrscheinlich würdest du das locker in einer Stunde fertig kriegen, hier alles. Aber deswegen entschuldigt bitte, dass ich hier so viel nachfrage. Ich finde das spannend. Ja. Okay, ja, verlinke ich gerne wir haben ja die Endcard immer, Genau. Da können wir das dann verlinken. In dem Video geht es im Prinzip darum, wir haben ein Social Media CRM gebaut, also ein System, womit man quasi seine Social Media Posts vorplanen kann und auch Variationen von den Social Media Posts. Kann ich das haben? Ja. Machen wir aber jetzt nicht im Live. Nee, damit kannst du Social Media Posts vorplanen und auch rotierende Social Media Posts. Also wenn du wirklich jede Woche quasi in einer leichten Anwandlung denselben Text schicken willst, Achtung, wir machen übrigens Steuerberatung oder so. Also der Kunde, der das macht halt nur Apotheken und der kennt sich halt einfach mit den Gesundheitsthemen aus. Ja, verstehe. Und das Ding postet dann quasi automatisch. So, und dieses System haben wir dann multitenant-fähig gemacht, dass es mehrere Partitionen der Software gibt und alle Daten voneinander getrennt sind. Das heißt, der eine darf nicht die Datensätze vom anderen anschauen. Okay. Ohne, ja, klar, natürlich. Das heißt, ja, okay. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, wenn du es normalerweise programmierst. Ja, da wirst du blöde.
Und wir sind ja recht blöde geworden. Also wir haben 2014 das ist jetzt auch schon 9 Jahre her, Ja. einen Großauftrag für ein ERP-System mit Produktionsplanung und Tablets und so weiter erhalten. Wir haben das in einem Mix aus Java, SQL und AngularJS Mhm. zusammengebaut. Ähm, und das ging so mit traditioneller Programmierung, das ging eigentlich recht flott, aber im Prinzip, das hat nur die Bedürfnisse dieses einen Kunden befriedigt. Und daraus jetzt ein Baukastensystem zu bauen, womit man alle Leute glücklich kriegt, das hat ein Vielfaches der Zeit gebraucht. Aber hintenrum Ja. kriegst du es halt viel schneller dann hin, dann wirklich auch Spezialwünsche und alles zu befriedigen. Mhm. Ja, vor allem, wenn es dann immer so mit wächst und dann Ja, dadurch natürlich auch immer mehr Features bekommt, dann kannst du am Ende wirklich wie so einen ja. Baukasten zusammenstecken. Oder der Kunde sich plötzlich was komplett anderes wünscht, als er ursprünglich wollte. Ja. Und der Witz ist ja auch, die Diskussion, die gab es ja immer wieder. Ja, aber sie haben uns das doch für den Preis angeboten. Und warum soll das jetzt so groß anders sein als das, was ich am Anfang mir gewünscht hatte? Das kann ich nicht glauben, dass das so viel Aufwand in Anspruch nimmt. Und dann musste ich immer mit den Achsel schlucken, ist aber so. Und dann beißt du halt entweder den sauren Apfel und machst unbezahlte Überstunden und baust nochmal alles um, weil es der Kunde blöd wollte, oder du rechnest ihm so einen Preis ab, wo der Kunde sagt, nee, dann mache ich es gar nicht erst und breche das Projekt ab. Mhm. Und es ist ja wirklich so, Softwareentwicklung, so wirklich leisten sich eigentlich nur die großen Konzerne oder halt ein Startup, wo das Kernprodukt ist. So ein typischer Mittelständler, Hier. so ein typischer Mittelständler oder ein kleineres Unternehmen, die lassen komplett die Finger von Softwareentwicklung. Die kaufen sich was von der Konserve, irgendwas von der Stange, Was einigermaßen fluchen dann, passt. dass es scheiße ist und dass es gar nicht auf sie passt. Aber jede andere Lösung wäre teurer und würde nie wieder das abwägen, was man reinbekäme. Und mit dem FOB kriegt man plötzlich sowas demokratisiert. Hm. Dass Ja, nicht nur die ja, verstehe. Großkonzerne, sondern halt jeder Mittelständler ein Recht auf Dass halt angepasste einfach die, Software hat. ja, dass halt die Entwicklung auch einfach dann schneller funktioniert. Ja, und, Ohne dass du jetzt gleich die Rechenleistung ja, brauchst, die du bräuchtest, wenn du halt ein maximal ausgebautes System mit allen Features hast, wo dann halt einfach die einzelnen Features deaktiviert werden in den Settings. ja. So. Mhm. Ja, beziehungsweise, also du hast das ja beim letzten Mal schon ein ziemlich gutes Beispiel gebracht mit dem Lager. Die einen wollen Mhm. QR-Codes, die anderen wollen Strichcodes. Es gibt so viele Ja. Variationen in Software und im Prinzip jede Variation kannst du komplett als Modul fertig bereitstellen. Und am Ende Mhm. musst du nur mit so einer Beschreibungssprache die Sachen einmal zusammenflicken. So, Ja. jetzt haben wir das gebaut. Finde ich gut. Jetzt wollen wir es mal maken. Mhm. Datenbankprüfung. Zack. So, jetzt müssen wir dem Armin einmal die Rolle Admin geben. Und die Lisa kriegt einmal die Rolle Member. Mhm. So. Ich gehe mal in der Zoom-Stufe zurück. So, jetzt sehe ich bei den Dokumenten 2 Dokumente. Jetzt melde ich mich mal ab und gehe als User rein. Und habe bei Dokumente nur noch 1. Weil du jetzt nicht mehr Adminrechte hast, sondern nur noch Genau. Userrechte. Wenn ich jetzt auf Dokument erstellen gehe, Lisa kann ich auswählen. Und wenn ich auf Armin Admin gehe, müsste er. Oh, du kannst immer noch für Armin auch Warte hochladen. kurz. Ja, stimmt, das haben wir nicht ausgestellt. Klar, Ja, doch, natürlich. wir haben es abgestellt. Aber Ich er glaube, wir haben müsste es noch nicht jetzt, wenn abgestellt, ich oder? das wechsle, kommt dann eigentlich noch der Fehlermeldung Zuge verweigert. Okay. Ich weiß bloß jetzt nicht warum, gerade nicht. Wahrscheinlich irgendein Cache-Ding noch nicht. Also der beachtet diese Zugesregel von vorne bis hinten und wenn du hier das Ja. bauen müsstest, dass er hier, wenn du wechselst, sagt Zuge verweigert, weißt ja, was das für eine Arbeit macht, für jedes einzelne Feld jeden Constraint abzuprüfen. Ja. Oh Gott, ja, stimmt. Du hast ja. Ja, du kannst ja einfach ja, du kannst ja alle Constraints da einfach Ja, einbauen. genau. Ähm, Ich habe noch nie so eine schnelle Access Control gesehen. so, machen wir mal zum Beispiel, Vorname muss Pflicht sein, ne?
Das hier sind die Eigenschaften, die eine Spalte alles haben kann. Ich kann zum Beispiel sagen Unique. Ich darf in der Familie alle Leute nur Unique, also dürfen nur eindeutige Namen haben. Wenn ich Unique ankreuze, macht er mir automatisch Fehlermeldungen. Achtung, Lisa gibt's schon mal. Du darfst dein Kind nicht nochmal Lisa nennen. Dein neues Kind. Familienstammbaum sagt nein. Genau. Ich könnte jetzt hier ein Häkchen bei Required machen. Fast Editable bedeutet, ich kann in der Tabelle schon anklicken, also wie bei Excel, und in der Tabelle rummalen. Oh. Okay. Programmier das Wo mal geht in das klassisch. Ja, ist hauptsächlich UI, oder nicht? Ja, das ist da auch blöde. Ja. Visibility. Vorname ist nur sichtbar, wenn Nachname. Nee, das müssen wir eigentlich beim Nachnamen machen, ne? Genau. Nachname ist nur genau, wir machen mal, dass der Nachname nur sichtbar ist, wenn er ungleich meinem eigenen Namen ist. Oh, das heißt, die Admins werden einfach nur noch als Lisa und Armin angezeigt, und wenn du dann einen Peter User anlegst, dann hast du. Genau. Dann wird der Nachname Genau. immer. Oh, Da mache ich mal eine User-Column. ja, das ist eine Spielerei, oder? Aber es ist Aber cool. wir können es halt. Genau. Ja, du musst halt die Anforderungen dann genau kennen, die Genau. dein Auftraggeber auch hat. Ja. So, das ist jetzt aber, um nochmal kurz auf dieses MDD zurückzukommen. Was wir machen, ist jetzt halt wirklich ERP-Software. Also eigentlich für Familien auch schon ein bisschen Overkill. Ja. Wenn man es technisch sieht. Wenn ich jetzt eine wirklich Custom-Software haben möchte, Na, solange die halt so. würdest du sagen, dass ich jetzt zum Beispiel meine Academy auch als MDD schreiben sollte? Ja, also wenn das rein nur so ein Portal ist, wo du ein paar Tabellen hast mit User-Login-Funktionen und man kann sich dort was runterladen und so weiter. Also solange es halt diesem Schema typische Webanwendungen trifft, ist halt dieses Backend das Richtige dafür. Mhm. Aber das ist bei uns, glaube ich, nicht so der Fall. Der Nachname, Visibility, ist nur dann, wenn Nachname ungleich User Nachname. So. Bauen wir es mal. Wie viel Aufwand wäre es jetzt für euch da, sagen wir mal, das Backend nicht in PHP zu bauen, sondern, weiß nicht, arbeitet ihr mit APIs in dem Fall? Ja, wahrscheinlich schon, So, oder? jetzt haben wir ein Pflegekind, ne? Okay. Paul Lessing heißt er. Okay. Member? Ah, shit. Jetzt hat er hier das Geburtsdatum. Warte. Ah ja. Wo ist denn der Nachname hin? Den Nachnamen hat es jetzt aus irgendeinem Grund versteckt. Ah. Weil. Ja, Ja, der Nachname ist jetzt dauerhaft versteckt. gut. Ja, also ab und zu gibt es halt noch Bugs. Aber Würde es wahrscheinlich nicht als Bug bezeichnen, wir müssten es halt nur richtig implementieren wahrscheinlich. ja. Also es gibt halt immer Aber, Corner Cases, die nicht behandelt werden. Ich nehme am besten diese Geschichte nochmal raus. Genau. Ach so, der ist null. Ja, if null. Also irgendwelche Corner Cases nicht bei. Okay, aber das muss man ja schon lernen. Also die einzelnen Befehle zu kennen dann und so. So, Ja, okay. jetzt müssten wir mal schauen. Nee. Ich nehme die Regel nochmal raus. Mhm. So, was auch cool ist, der Editor hat VI-Mode. Was ist der? VI-Mode. Ja, Also ja, nerdfreundlich. das wird viele bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall freuen. Jetzt kann Wie ich ich den meine nennen, Paul Lessing. Leute erkenne. So, Mhm. speichern. Und jetzt kann ich die Regel wieder aktivieren. Ah, okay. Ja, verstehe, was du tun willst. Mhm. Und jetzt würde er überall, wo der Nachname Admin ist, einfach den Nachnamen ausblenden. Ja. Wenn ich den Vorname, ach, und jetzt hat er hier das wieder drin. Da muss ich einmal aktualisieren. Ja, da ist ja in Ordnung. Also ich weiß nicht, da. Ja.
Da macht es ja Sinn, oder nicht? Aber bei Paul müsste halt auch den Nachnamen da anzeigen. Ja. Genau. Genau, irgendwie so. Mhm. So. Komponententechnisch. So, jetzt können wir im Prinzip noch Verwandte. Genau, jetzt mache ich noch eine Adressliste, die nenne ich Verwandte. Mhm. Beziehungsweise wir haben Coding-Standard, dass Tabellen immer eine Einzahl sind. Weil sich dann Dann kann man noch theoretisch direkt eine Rundmail an die ganze Familie schicken. kannst du auch machen. Ja. Ja. Kannst du zur Hochzeit einladen. Genau. So, Ich habe vorhin einen Post gesehen, den fand ich das super. nennen wir einfach Adressen. Aber weißt du was, wir nennen das Ding ein- Adresse. Ein Lifehack, vielleicht auch für meine Community, ein Lifehack, dass wenn man heiratet, man soll einfach jeden Milliardär, den man so kennt, und dessen Adresse man finden kann, einfach zur Hochzeit einladen. Weil die sowieso immer absagen, aber manche schicken Geschenke. So, mit Kommunikationsdaten machen wir ein Häkchen dran. Das sind im Prinzip diese Komponenten sind komplett vorgefertigte Tabellen. Das heißt, ich muss noch nicht mal die Datenschemen entwerfen, weil FOB einfach weiß, was eine Person für Spalten haben muss. Ja. Bankdaten brauche ich nicht hinterlegen bei meiner Tante. Wobei, wenn sie optional sind, Bankdaten hinterlegen, dann kann man mal irgendwie Ja, für eine Pizza bezahlen oder sowas. stimmt auch wieder. Also gerade im Freundeskreis wäre das tatsächlich manchmal Genau. ganz günstig. Wobei vielleicht nicht für, also So, nicht jetzt kann ich bei Bankdaten, sondern Adressen eher. noch anlegen, was weiß ich, Person, Tante Erna. Genau. Und so kann ich, Achso, die machst du dann nicht als Familienangehörige, sondern machst halt quasi dein eigenes Adressbuch. genau, hier habe ich ein Adressbuch von. Kann man für die Familie dann auch Adressen hinterlegen? Ja, aber hier wollen wir ja eher so die Logins tracken und hier eher so die Stammdaten von Leuten. Mhm, mhm. Genau. Und so baut sich das halt Stück für Stück an. Also du siehst, jetzt haben wir schon in einer knappen Stunde schon mal Login, Registrierung, Passwort ändern, eine komplette Adressliste und ein Dokumentenmanagementsystem mit einer Personenzugriffsberechtigung. Ja. Und wie würdest du jetzt hier mit Nicht-Standardfällen, also sowas wie, ich kann mir vorstellen, dass du sowas wie, hier ist eine PDF, die muss ausgefüllt werden mit den Stammdaten von, keine Ahnung, den Leuten, vom Amt, mach das mal bitte. Genau. Sowas wirst du wahrscheinlich nicht haben, oder? genau. Also, Also als fertiges Es Plugin. gibt manche Features, die sind so fertig, die kannst du als Einzeiler hinschreiben, weil das einfach. Ja, zum Beispiel eben das Dokumentmanagement Genau, oder Dokumentmanagement Adresslisten oder so. Adressliste, genau. Dann gibt es Features, die sind so divers, dass man sie im Prinzip zusammensetzen muss. Ein Beispiel sind Okay. Workflows. Also Workflows sind quasi Custom-Formulare. Zum Beispiel, wenn ich ein Callcenter bin und jemanden neu anlege, dann will ich nicht alle 100 Felder abfragen, weil da wird er ja blöde, sondern ich will erstmal nur seinen Vornamen, Nachnamen und seine Telefonnummer eingeben. Und Ja. dann will ich einen Knopf weiter haben und danach soll er mir die nächsten 5 Felder einblenden. Also, und die Sachen lassen sich dann halt zum Beispiel im Workflow-Editor, könnte ich jetzt theoretisch zeigen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel im Family Member in den Workflow-Editor gehen. Create, View, Edit, die Workflows gibt's. Und jetzt könnte ich noch einen Workflow machen, zum Beispiel Geburtstag nachtragen. Geburtstage. So. Angenommen, ich bekomme jetzt eine Liste von Geburtsdaten. So. Geburtstage. So. Und ich will die alle auf einmal nachtragen. Das heißt, ich habe hier Load and Save Multiple Records from Database. Und ich brauche keine neuen Dinger. Und der Vorname soll geviewt werden. Der Nachname soll geviewt werden. Das Geburtsdatum soll geeditet werden. Und zwar im Multi-Edit. Genau, genau. Vorname Multiview, Nachname Multiview, Geburtsdatum Multi-Edit. So. Ja, okay. Und Das ist jetzt für, woher weiß jetzt diese Geburtstage, dass es für Familienangehörige ist? Du bist bei Familienangehörige weil auf ich das hier Ding in die gegangen, Family ne? Member. Workflow Family Member, okay. Also das heißt, du bist quasi bei Family FOB und sagst dort, ich hätte gerne einen neuen Genau. Workflow. Okay, ja. So, und dann sage ich noch Offer Publicly und damit baut er mir automatisch Knöpfe in alle möglichen Menüs rein. Ja, okay. So, speichere ich ab.
baue ich neu. Wir sind jetzt schon bei 5 Sekunden Compile-Zeit. Du siehst, die Software wächst. So, jetzt kann ich alle markieren. Zack, Geburtstage. Jetzt sehe ich Vorname, Multiview, Nachname, Multiview, Geburtsdatum, Multi-Edit. Okay. Das ging fix. Das ist halt eine Krankheit von vielen ERP-Systemen. Die denken immer nur in Einzeldatensätzen, aber nie daran, dass man eigentlich immer in ganzen Stapeln arbeitet. Also ich will ja meine Arbeit erleichtern und nicht einfach nur einzelne Datensätze anfassen, wie Karteikarten, sondern ich will im Prinzip, ich will jetzt zum Beispiel alle Familienangehörigen, die ein E im Vornamen haben wir gar keine. Okay, alle, die ein I drin haben, das wären die 2. Alle, die ein I im Vornamen haben, will ich jetzt Geburtstage nachtragen. Ja. Ja, YouTube hat das auch gemacht, dass man eben zum Beispiel suchen kann nach allen Videos und dann markierst du halt einfach alle und dann kannst du die alle dann auf einmal bearbeiten. Zum Beispiel. Das ist schon wirklich hilfreich. Und das Krasse ist, die Features, die interlocken sich alle miteinander. Also ich zeige dir, um mal deine Frage noch fertig zu beantworten. Im Prinzip haben wir hier, ich tue das mal ein bisschen nach hinten schieben. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben jetzt im Prinzip diesen Workflow mit 12 Zeilen Code, also mit 12 Fakten gebaut. Den mussten wir zusammensetzen, weil er relativ komplex ist. Naja, aber war relativ schnell gemacht, oder nicht? Ja, natürlich. Das ist ja der Zweck dahinter. Also ich meine, du hast es visuell eben programmiert quasi. So, jetzt könnten wir theoretisch noch eine Visitenkartenfunktion bauen, dass man sich zu jedem Member, zu jedem Family Member einfach eine Visitenkarte ausdrucken kann. Und wenn ich die Visitenkarten für eine Einzelperson deklariert habe im FOB, dann baut er mir automatisch, dass ich auch alle markieren kann und gerne ein ZIP mit den Visitenkarten von allen Leuten haben möchte. Und eine zweite Funktion baut er auch, wo er mir ein fortlaufendes PDF mit allen Visitenkarten schickt. Und dann könnte ich zum Beispiel alle filtern, die im Nachnamen meinen eigenen Nachnamen drin haben. Ja. Und von denen einfach mal einen Stapel Visitenkarten ausgenerieren. Okay. Ja. Oder, also kannst du mit dem jetzt, was du hast, auch schon so ein PDF-Ding machen, dass du quasi ein PDF automatisch ausfüllst? So ein Formular zum Beispiel? Das kann man machen. Also im Prinzip nutzen wir hier einfach die MPDF. Wenn alle Stricke reißen, das ist jetzt die dritte Variante, wenn alle Stricke reißen, dann kannst du immer noch handgeschriebenen Code injecten. Okay. Das können wir jetzt mal machen. Und zwar wäre das die PDF-Method. Und zwar baut die sich so auf, von der Parameterliste, genau. Nee, das ist es nicht. PDF-Method. So. Ich muss immer die Signatur mir rausgräben, das ist es. So. Das wäre die Signatur für eine handgeschriebene PDF-Methode. Namespace wäre Tables, Class wäre Family Member, Method wäre PDF Action, Prepare Code HTML schreibe ich. Achso, und hier kann ich noch Parameter ID nehmen. Da schreibe ich $data ist gleich self view ID. Main Code HTML schreibe ich rein H1 PHP Echo HTML Entities. Das ist übrigens auch bei uns im Bewerbungsgespräch eine Standardfrage. Escaping. Da geben wir immer irgendeine Escaping-Aufgabe
ob die Leute es schaffen, SQL-Code injection-frei zu bauen. Oh, verstehe. Ja. Weil es gibt auch Lehrbücher, Ja. dort ist es komplett falsch drin. Dort wird einfach Ja. in PHP ein Datenfeld einfach in so eine Tabelle mit ausgedruckt. Da kannst du alles Mögliche printen. In Lehrbüchern? Ja. Warte, ich hol das Lehrbuch mal. Das haben wir extra markiert. Du hast Glück, ich hab's entsorgt. Aber das war wirklich hier, das hieß PHP lernen oder so. Und die haben dann einfach nur wild konkateniert. Das Ding hatte Cross-Site-Scripting, Vulnerabilities in jeder einzelnen Buchseite und SQL-Injection in jeder zweiten. Wow, okay. Also das war wirklich böse. Ja, aber das ist hoffentlich älter gewesen, oder? Also der Witz ist, daraus haben ja viele Programmieren gelernt, aus diesen Büchern. Das waren Bestseller. PHP für Dummies oder so, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich will die auch jetzt nicht schlecht reden. Es war irgendein anderes. Ja, es ist nicht so dramatisch, Ja. wie es heißt. Wir wissen nicht, wie es heißt. Vorname und ein Leerzeichen und Data Nachname. Klammer zu, Semikolon, PHP zu, H1 und jetzt hallo, ich bin am Punkt geboren, Punkt. Und jetzt kann ich hier noch PHP Echo HTML NT dies Date. Ich bin lieber ein bisschen zu übervorsichtig. Besser ist es. Also das bringe ich auch jedem Programmierer bei, der bei uns lernt. Einfach alles zu escapen, aber nur an der richtigen Stelle. Also nur wenn man ein Datum ins HTML druckt, aber dann wird immer HTML-Entities genommen. Und wenn man SQL druckt, dann immer die Quote-Funktion vom PDO benutzen. So. Geburtsdatum. So. Geboren. Und jetzt müssen wir noch Filename Expression, ein PHP-Schnipsel angeben. Da würde ich .pdf hinten dran hängen. Und davor das hier. So. Jetzt haben wir ja nur die Methode angelegt. Jetzt müssen wir auch noch einen Button bauen. Family Member PDF. So, jetzt muss ich schauen, wie rum die Reihenfolge war. PDF, Print, Tables, Family Member, PDF Action. Also damit verweise ich, dass ein Button verbaut werden soll, der am Ende auf diese PDF-Methode. Genau, hier haben wir die Deklaration nochmal. Tabelle, ID der Interaction-Titel, danach ein Icon, danach Controller, Action und Parameter. So. Okay. So, und jetzt will ich das Ding aber noch als PDF-Methode deklarieren. Als PDF-Methode, du meinst, dass es quasi eine bestehende PDF einfach das Geburtsdatum zeige ich dir gleich. Einfügt, sozusagen. Interaction. So, PDF Method Interaction heißt das Ding. Damit sage ich, dass hinter dem Button eigentlich ein PDF steckt. Okay. Das ist nicht unbedingt notwendig, damit das überhaupt geht. Aber sobald der Compiler weiß, dass hinter dieser Methode ein PDF steckt, kann der mir halt auch die Multifunktionen generieren. Die Multifunktionen im Sinn von? Zeige ich gleich. So, mal schauen, ob es baut. So, PDF-Action hat keine Zugriffsregel. Da müssen wir natürlich noch eine Zugriffsregel setzen.
Da hat er mich gleich gewarnt. Achtung, die Funktion ist nicht sicher, die braucht unbedingt PDF Method. Quatsch. Class Method Access. Tables Family Member PDF Action. Und die darf man dann, wenn man den Family Member viewen darf, und zwar nur diesen einen mit der ID. So, was macht das Ding? Das sagt dem Code-Generator, aus welcher Spalte der sich die Zugangsregel ziehen soll. Also welches farbige Kästchen der beachten soll für diese Methode. Das heißt, ich habe damit garantiert, dass wirklich jede Methode mindestens eine Zugangsregel hat. Okay, das heißt, du hast quasi gesagt, PDF-Action oder halt diese PDF-Action darf von einem Family Member durchgeführt werden. So, es kann sein, dass wir jetzt ein großes Bild machen müssen. Das heißt, ich muss jetzt die Abhängigkeiten nochmal installieren. Und dann haben wir bestimmt noch ein paar Syntax-Error drin. So, Syntax-Error. Unexpected Variable get image. Get image benutze ich doch gar nicht. Das wäre die Datei. 546. Okay. Müssen wir mal schauen, was er da genau zu bemeckern hat. Unexpected Variable get image. Tables Router. So, Class Namespace, Class Method, Parameter 1, Prepare Code, Main Code, Footer HTML und File Name. So, ich muss hier nämlich noch einen Footer angeben. Also der Code-Generator hat jetzt quasi den Codeschnipsel an die falsche Stelle reingepackt. Wie sieht das jetzt eigentlich im UML aus? Im UML haben wir keine Entsprechung für PDFs. Also das ist jetzt wirklich handgecraftet. Ja, okay. So. Jetzt hätte ich den Armin Admin. Jetzt könnte ich hier PDF drücken. So, jetzt haben wir hier den nächsten Fehler. Undefined. Also debuggt wird halt klassisch auf PHP-Basis immer noch. Mhm. Das sind jetzt hier 4000 Zeilen Code, die er einem für die ganzen Formulare allein für den Family Member generiert. Boah. Aber jede Zeile weglassen wäre ein Feature weniger. Also das ist alles notwendiger Code. Das ist schon dass wir echt so viel. eine Feature-rich Software haben. So. Ja, das ist im Prinzip die Visitenkarte von Armin Admin, relativ schmucklos in A4-Format. Ja. Und jetzt könnte ich hergehen, weil ich das Ding als PDF-Methode markiert habe, könnte ich mir jetzt auch ein ZIP ausspucken lassen. Zack. Und schon habe ich ein ZIP mit 3 Visitenkarten. Ja. Oder ich könnte sagen, ich hätte das gerne als Druckbogen. Praktisch. Und alles nur, weil ich eine Zeile Code geschrieben habe. Waren es nicht mehr als ein? Oder Moment. Wo meinst du jetzt eine Zeile? Die eine Zeile wäre die hier. Also ich habe gesagt... Achso, das war die PDF Method Genau. Interaction. Ja, okay. Weil es quasi eine PDF-Aktion ist, die auf jedem Family Member durchgeführt werden kann. Genau. Mhm. Das kann ich dann theoretisch auch noch erweitern, beziehungsweise auch für alles andere machen, also auch fürs Adressbuch etc. Adressbuch transferierbar machen, als JSON ausspucken, als PDF ausspucken. Genau. Also REST-APIs ist im Prinzip einfach nur ein Einzeiler oder ein Keinzeiler. Sind wir uns noch nicht sicher, ob wir REST-APIs per Default anbieten wollen. Das einfach jede Tabelle von Haus aus REST-APIs mitbringt. Mhm. Da sparst du dir das komplett Entwickeln einer REST-API. Ja. Oder ob wir das per Fakt mit einem Einzeiler aktivierbar machen, dass es eine API gibt. Mhm. Also, ich brauche sie eh immer, deswegen. Vor allem, wenn du dir auch das Backend einfach nur dadurch generieren kannst. Du kannst ja ein komplett eigenes Frontend nochmal drüber bauen, wenn du irgendwie was Komplexeres willst. Genau, du willst. kannst hiermit einfach das Frontend bauen und dann sagst du halt, na, für die Webseitenansicht baue ich nochmal ein Custom WordPress Plugin. Das haben wir auch schon bei etlichen Projekten gemacht. Das Backend einfach in FOB. Ja, oder was ganz Tabellenansicht, ne?
und dann das Frontend einfach als WordPress-Plugin. Und da haben wir die krassesten Sachen gemacht, bis hin zu einer Website, die alle Hotels, die in der Datenbank gelistet waren, also für jedes Hotel eine eigene WordPress-Page vollautomatisch angelegt hat und dort die Texte Okay, verstreut hat. das ist nice. Ja, Ja. verstehe. Auch Okay. Katalog, wir haben zum Beispiel einen Launix-Katalog, launix.de/Launix-Katalog, und der ist auch komplett aus der eigenen Software generiert. Wir haben einfach eine Datenbank von Artikeln, also wir haben jedes Modul ist ein Artikel in der Datenbank, Mhm. und dann haben wir einfach gesagt, na, was gehört denn zum Artikel dazu? Da ist ein Bild, da ist ein Titel, also eine Bezeichnung, dann noch ein bisschen Erklärtexte und so Checklisten. Das Inhaltsverzeichnis ist komplett übers PHP generiert. Dann sind hier so ein paar Erklärbeispiele als Custom-PDFs eingefügt. Und jetzt beginnt hinten der generierte Teil mit den Modulen. Ab der Hälfte. Hier Einkaufsmodul. Und jetzt ist hier einfach die Mhm. Artikelbeschreibung drin. Also das ist auch komplett aus der Datenbank generiert. Und da kommt demnächst jetzt auch bald ein Reiseveranstalter als Auftrag rein, wo wir eben seinen kompletten Reisekatalog aus der Datenbank generieren. Weil dort ändern sich ja die Nice. Reisen wöchentlich. Wenn dort eine ausverkauft ist, Ja. wird sie aus dem Katalog genommen und so. Mhm. Ja, klar, aber das ist ja auch super dringend, also dass die dann auch immer dynamisch quasi antworten Da können, kannst du keinen beziehungsweise sich Grafiker anpassen. anstellen, der das jedes Mal abändert. Nee, um Gottes Willen. Nee, solche Sachen müssen ja eh automatisch gemacht werden. Sagst du so einfach, als Informatiker. Also, geht halt Aber ein schwer anders. Reiseveranstalterchef, der ist am Überlegen, welchen Designer stelle ich Ach jetzt so, an? der würde tatsächlich den gedruckten Katalog, den er jedes Mal rausschickt, von einem Grafiker überarbeiten lassen. Natürlich. So funktioniert unsere Wirtschaft noch. Wir sind noch längst nicht in der digitalen Zeitalter angekommen, wie wir es im Studium gelernt haben. Ja, das ist wohl so. Ja, Da krass. gibt es noch so Nee, viel Arbeit finde ich für gut, uns dass wir Informatiker. das. Die wird sowieso nicht aufhören, das merke ich Ja, schon. aber mit FOB wird es ja erstmal einfacher. Zumindest schneller, nicht unbedingt einfacher. Also es ist schon ordentlich, wenn man reinkommen muss, Ja. dass du dann richtig. Das ist schon, Also ich schon sag viel, mal, was man verstehen muss und was man lernen muss. bis jemand bei uns komplett neue Komponenten und sich in die Tiefen vom Compiler reingearbeitet hat, vergeht ein Jahr bei uns. Mhm, das glaube ich. Gleichzeitig schafft Aber es ist ja relativ häufig für Informatiker, dass sie eine Ja. Weile brauchen, bis sie eingelernt sind. Gleichzeitig schafft man es aber auch innerhalb weniger Tage, wir nennen das Zertifizierung, aber im Prinzip ist das einfach so eine Trainingsaufgabe. Da darf man einmal eine Bibliotheksverwaltungssoftware bauen. Das heißt, du kriegst eine Textaufgabe. Okay. Ein Buch hat einen Titel, Name, Autor und ein Genre. Und ein Autor hat einen Vorname, Nachname, Geburtsjahr. Und ein Kunde hat Nachname, Vorname, eine Adresse und außerdem eine Liste von Buchverleihen. Und jedes Buch kann außerdem eins oder mehrere folgender Schäden haben, Eselsohren, so und sowas. Und man darf jederzeit neue Schadenstypen hinzufügen. Das ist so eine typische UML-Textaufgabe. Ja. Und bei unserer Zertifizierung gibt es im Prinzip einfach eine von 3 möglichen UML-Textaufgaben. Und dann darf man innerhalb von 4 Stunden diese Software programmieren. Und die meisten schaffen das innerhalb von 2 bis 14 Tagen auf den Stand zu kommen, wo sie das wirklich in 4 Stunden hinbekommen. Krass. Okay, das ist beeindruckend. Genau, aber sich dann tiefer reinzuarbeiten, da muss man dann schon länger Ja, aber gerade so mit den Feinheiten, also das, was du jetzt am Ende gezeigt hast, das ist schon sehr speziell, glaube ich. Und, aber es sind ja auch spezielle Anforderungen, die wahrscheinlich nicht jeden Tag kommen. Es gibt halt das FOB, das ist ja ein proprietäres System erstmal. Das haben wir jetzt nicht open sourced, es wäre einfach imbar. Und wir haben natürlich dort eine relativ große Summe investiert. Und ich will dir auch nicht sagen, wie viele Stellen die vor dem Komma hat. Aber im Prinzip gibt es 2 Möglichkeiten, selber mit FOB programmieren zu können. Das eine ist, man wird bei uns angestellt und dann bringen wir demjenigen das bei und dann kann er auch in der Programmiersprache programmieren und dann arbeitet er halt an den Mittelständlerkundenprojekten. Oder er ist bereits im ERP-Entwicklungsteam eines Großkonzerns und dieser Großkonzern entscheidet sich für FOB und schickt seine Entwickler zu uns
zum FOB lernen. Oh, ach, das Das geht geht auch. auch. Okay. Das haben wir auch schon mit einigen gemacht. Gerade wenn halt, wenn das eh mehrere Vollzeitler dauerhaft auslasten würde, macht es keinen Sinn, dass wir das Personal suchen, sondern die bringen das Personal selber Mhm. mit und können dann quasi ihr eigenes ERP in-house entwickeln. Mhm, verstehe. Da haben wir die Aber ihr habt krassesten dann Sachen. quasi trotzdem das System hinten dran, den Ja, Compiler und zum alles. Beispiel der Mhm. Chemieriese Bayer, da ist ein Zulieferer für die, Mhm. die haben ihr komplettes Abrechnungssystem und das ist richtig komplex damit gebaut. Also Abrechnungssystem Mhm. heißt wirklich, Ingenieurstätigkeiten werden von vorn bis hinten lückenlos dokumentiert und dann kannst du aus der Dokumentation dann eine Abrechnung generieren. Also die schreiben die Stunden Ja. auf und aus den Mhm. Stunden werden dann automatisch dann Rechnungen, wobei du jedes Mal so Zwischeneditierstufen hast, weil der Kunde kann ja jederzeit zwischendurch ähm, reklamieren und sagen, das will ich nicht bezahlen oder das sehe ich aber anders oder das wäre eigentlich eine Gewährleistungspflicht, die muss kostenlos sein. Mhm. Und das Coole ist, die hatten mal einen Streitfall und da haben die tatsächlich aus unserer Software sich einfach eine neue PDF-Methode gebaut, die die Dokumentation ausgedruckt hat, haben die 500 Seiten Dokumentation beim Kunden abgeliefert und anschließend hat deren Und hab gesagt, guck mal. Konkurrent, der beim selben Unternehmen auch Aufträge abgegriffen hat, Ärger bekommen, weil die ihre Dokumentation nicht so lückenlos hatten. Und denen haben sie es aber anstandslos bezahlt, was sie geleistet haben. Nice, das ist ein Argument. Nee, also ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten für eigene Projekte, die jetzt nicht so, also die nicht im ERP-Bereich liegen, ja. Ob sich da FOB lohnen würde, jetzt zum Beispiel bei sowas wie bei meiner Academy. Das Backend könnte man wahrscheinlich teilweise bauen, weil wir da relativ viel nutzen, was schon relativ ähnlich ist immer. Aber das Frontend wäre halt komplett custom. Also wir haben, Ich glaube, es kommt echt so auf das Projekt drauf an. Wir haben halt ja, kein ERP in also dem Backend Sinne. immer. Und beim Frontend, am Anfang haben wir auch gesagt, eigentlich muss man dort noch ganz klassisch mit Template-Generatoren und Custom HTML und so weiter die Frontends bauen. Mhm. Inzwischen sind wir aber von der Schiene weg, weil diese Projekte sind immer aus dem Ruder gelaufen vom Aufwand her. Und inzwischen machen wir alles mit FOB. Da haben wir gesagt, Ja, also wir haben dann so ein paar Ausspücke, Fakten, die einfach mal die Filter weglassen bei einer Tabelle oder hier kannst du ja alles ja. nach unten verschieben oder Ränder drum. Es muss ja dann auch nicht besonders schön sein, Ja. sag ich mal, wenn du es jetzt unternehmensintern benutzt. Es muss halt Genau. funktional sein. Das ist halt Ja. genau, das ist halt die Lücke im System, in der Matrix, die wir nutzen. Alle Software, die nicht schön sein muss, lässt sich erstmal prinzipiell mit FOB viel, viel, viel schneller machen. Und die Ja. schön werden muss, da musst Aber du jetzt, dann wenn halt ich, auch wenn nochmal ich Arbeit irgendwie, reinstecken. ja. Ja, genau, richtig. Aber wenn ich jetzt irgendwie überlege, eben die Academy, die lebt ja auch davon, dass sie gut aussieht. So dass man sich schnell und intuitiv direkt quasi, hoffentlich Ja. zumindest, das alles Ja, ich angucken sag kann. mal, da nutzt man dann Ähm, halt nicht so viel aber dann von macht's FOB. dann. Aber ich würde trotzdem Ja. immer allein diesen PHP-Wrapper benutzen, der mir, Mhm. wo ich einfach PHP-Methoden schreiben kann und der mir Mhm. automatisch noch die Zugriffsregelcode reingeneriert. Mhm. Ja, das ist schon sehr geil. Also gerade das mit den mit der Access Control, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist beeindruckend. Ja, krass. Also sehr spannend Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind soweit durch mit der Demo, ich oder? denke. Oder mit Live-Coding. Dementsprechend danke ich dir, dass du uns da so tief mit reingenommen hast. Ach, das war noch Ähm, lange nicht tief. das war noch nicht tief, ich weiß, aber das war auf jeden Fall mal die ersten Schritte in Model-Driven Ja, Development oder FOB, Function, beziehungsweise Feature-Oriented genau. Programming. Ähm, Das ist eine ganz andere Art der Programmierung und ich bin echt mal gespannt, ob wir das in den nächsten paar Jahren noch ein bisschen mehr sehen dürfen und ob es dann auch irgendwie ja, Möglichkeiten gibt, dass man das auch für sich selber, für private Projekte oder so Ja, benutzt. also gerne, wenn Das ist sehr es spannend. Community-Fragen gibt, schreibt sie hier unten rein. Ja, Ähm, in die Kommentare damit. und wenn sich Fragen ansammeln, die tatsächlich interessant zu beantworten sind, dann machen wir vielleicht wieder mal ein Video. Das hört sich gut an. Finde ich gut. Machen Ja, wir. jo, ciao.